Ich habe mich entschieden, weil ich eben glaube, dass das Geschäftsmodell ANT, nämlich die Unterstützung von Unternehmen in einer sehr spannenden aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation, viele Unternehmen sind gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zu verändern, grundsätzlich zu erneuern. Als Beispiel zum Beispiel die Automotive-Industrie, aber auch eben halt der Handel steht komplett vor einer neuen Herausforderung. Und in diesem Zusammenhang sind natürlich neben der Veränderung des Businessmodells, des Geschäftsmodells, also die Frage, was ist mein USP, was differenziert mich, ist natürlich immer einhergehend auch die Frage, wie bilde ich das ab, wie bilde ich das in schlanken, schnellen Prozessen ab. Und da wissen wir halt, dass in vielen Ländern sehr viele Projekte gestartet werden, die aber durch fehlende Mitarbeiter, durch fehlendes Know-how, zum Teil eben halt nicht schnell genug oder auch nicht mit entsprechenden Investitionen versehen, abgebildet werden können. Und genau da greift die ANT rein, die letztlich hier unterstützt mit sehr viel Know-how, mit kompetenten Leuten, die jahrelange Erfahrung haben und als Partner auf Augenhöhe versucht, diese Unternehmen zu unterstützen, in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und letztlich ein Geschäftsmodell zu kreieren, zusammen mit dem Partner eben halt, was langfristig dann wieder erfolgreich sein kann. Das Thema Beteiligung begleitet mich seit längerer Zeit, einerseits eben halt von der Seite eben halt als Beteiligung, als Zielobjekt von Private Equity Companies selber auch identifiziert worden zu sein. Insofern sind mir die Prozesse der Due Diligence oder eben halt der Unternehmensakquisition sehr gut bekannt und natürlich kriegt man darüber dann ein gewisses Gefühl, welche Punkte wichtig sind zu beobachten. Also neben dem Management sicherlich auch das Geschäftsmodell. Ich bin sehr stark auch eben halt produktverhaftet, also ich liebe Produkte. Und diese Dinge muss man sehr sorgfältig prüfen, um dann für sich zu entscheiden, ob das Profil, was daraus resultiert, für mich in dem Fall okay ist. Und das habe ich natürlich gemacht im Rahmen der Investition in die ANT. Und bin der Meinung, dass sich hier eine sehr gute Opportunität ergibt, die ANT langfristig im Markt zu positionieren. Und das ist vielleicht auch nochmal der letzte Punkt. Ich investiere immer nur in Dinge, in die ich mich, also wo ich glaube, dass ich mich auskenne, also wo ich auch einen Mehrwert leisten kann. Ich würde nicht investieren in Themen, die ich persönlich für mich ganz neu entdecke oder irgendwo, wo ich, sag mal, vom Know-how her aufgrund meiner Vergangenheit wenig Erfahrung habe, sondern ich bin jemand, der investiert gerne in Dinge, die er auch kennt und beurteilen kann. Ja, ich glaube, dass eine sehr illustre Runde da zusammengeführt wurde aus verschiedenen Bereichen, aus Family Offices heraus, aber auch eben halt Industrie-Know-how. Wir haben Beratungs-Know-how, wir haben Financial Know-how, wir haben also, glaube ich, einen guten Mix von unterschiedlichen, sag ich mal, Fachexperten, also interdisziplinäre Truppe sozusagen, auch im Investorenkreis und das finde ich super spannend. Und die Veranstaltung war sehr toll, war eben halt in einer tollen Location und die Stimmung war sehr gut. Alle sind sehr supporting, also sehr unterstützend tätig und man merkt eben halt auch in den Diskussionen, dass da sehr viel Energie fließt und das fand ich persönlich sehr gut. Also mein persönlicher Einsatz ist, wenn ich was beitragen kann zum Erfolg der ANT, natürlich dann vor allen Dingen das Thema Netzwerk. Also ich verfüge über sehr viele Kontakte in der Industrie, im Handel. Und ich verstehe mich als Berater, als Supporter, immer dann, wenn ich gefragt werde. Ich bin nicht aktiv im operativen Tagesgeschäft tätig. Ich kann aber auch Workshops begleiten. Ich kann eben halt aufgrund meiner Erfahrung in der Vergangenheit eben halt auch solche Dinge moderieren. Im Grunde genommen kann ich Kontakte vor allen Dingen machen, Türe öffnen auf Entscheiderlevel, sodass wir relativ schnell dann auch mit den richtigen Ansprechpartnern auf der Kundenseite sprechen können. Und idealerweise eben halt erste Pilotprojekte und Umsetzungserfolge dann auch realisieren können gemeinsam. Das hat schon begonnen. Wir haben also schon in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen, einige Workshops durchgeführt, an denen ich auch teilgenommen habe und bin der Meinung, dass das zunächst mal auf der Kundenseite wichtig ist und dann kann man natürlich letztlich dann, wenn es um Investitionsentscheidungen geht, wenn es eben halt um strategische Ausrichtungen geht der Company, wenn es darum geht zu kooperieren, auch mit anderen Partnern, mit Partnerhäusern, Multiplikatoren zu finden, dann kann ich da sicherlich immer auch Ansprechpartner sein und Ratgeber. Meine Vision zur ANT ist vor allen Dingen die, dass wir neben der Softwareentwicklung, der Begleitung von Prozessen auch unsere Mitarbeiter immer wieder nutzen, um neue Produkte zu entwickeln, eigene Produkte zu entwickeln, Produktideen umzusetzen, die sich zum Teil aus Aufgabenstellungen, Problemen unserer Kunden ergeben und daraus dann letztlich eine Industrielösung vielleicht zu schaffen, aber auch vielleicht ganz neue Produktbereiche zu erschließen, wo wir mit der vorhandenen Kapazität, die ja
wahrscheinlich schwanken wird. Das heißt, wir werden nicht immer alle Mitarbeiter 100% auslasten, sondern wir werden dann einen Teil nutzen, um unsere eigenen Produktideen umzusetzen. Das wäre mein Wunsch, meine Vision, neben eben dem Beratungsgeschäft und Umsetzungsgeschäft, Transformationsgeschäft, tatsächlich Produkte zu entwickeln und die dann als SaaS-Lösung, also Software as a Service oder eben halt auch lizenziert an den Markt wieder zu verkaufen und dadurch letztlich langfristig ein zweites Standbein zu entwickeln, um die ANT wirklich als gesamtheitlichen Partner im Markt zu etablieren. Das wäre eine sicherlich sehr, sehr tolle Entwicklung in den nächsten Jahren.